Hi! Man sagt ja, jede Kampfkunst ist ein Weg. Und wie unser Weg der Rekonstruktion funktioniert, das erzählen wir euch in dieser Folge von Messerfechten aus Mainz. Viel Spaß dabei! Ja, das hier ist ein Weg und man muss natürlich irgendwie versuchen, auf dem Weg drauf zu bleiben. Und wie man sieht, kann man hier ins Wasser fallen oder man kann sich dort im Gestrüpp verirren. Und wo das Ziel ist, das sehen wir auch nicht, irgendwo da hinten hinter einer Biegung. Wie gesagt, ich finde das relativ passend. Und heute soll es um unseren Weg gehen, wie wir das Fechten mit dem Messer rekonstruieren. Fangen wir mal mit den Zielen an. Ziele. Ziel, könnte man sich denken, ist ganz einfach. Es ist einfach, fechten mit dem langen Messer. Aber nach mindestens meiner Auffassung ist es nicht ganz so einfach, denn man kann verschiedene Ziele haben. Beispielsweise kann man genau eine Quelle rekonstruieren wollen. Man kann mit dem Messer fechten, beispielsweise eben nach genau einer Quelle. Oder man kann versuchen, die Kampfkunst zu rekonstruieren, wobei man da natürlich das Problem hat, dass wenn die Quelle in sich nicht vollständig ist und man sich so nah wie möglich an genau diese Quelle halten will, man natürlich nicht beliebige Dinge hinzuinterpretieren kann. Respektive ist es immer ein Problem, etwas hinzuzufügen, was dort nicht steht. Nun, unser Ziel ist immer gewesen, die Kampfkunst zu rekonstruieren. Und dazu muss man wissen, dass ich Techniken nicht als die Kampfkunst selber betrachte, sondern dass ich Techniken schon immer als einen Weg gesehen habe, letztlich den Inhalt einer Kampfkunst zu transportieren, aber Techniken eigentlich so eine Art Fassade sind oder anders ausgedrückt, Techniken sind Artefakte von etwas, was dahinter steht. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe die Folien mal in Englisch gemacht, damit es nicht zu chaotisch wird mit den Untertiteln. Gut, also wir trainieren Techniken, wir haben so etwas wie Sparring und wir haben so etwas wie Freikampf. Das wirklich Entscheidende ist, dass es zwischen diesen drei Elementen eigentlich keinen Unterschied geben darf. Das heißt, wir trainieren ein und dasselbe. Und das, was wir trainieren, muss charakteristisch für das Messer sein. Speziell für den Freikampf gilt also Folgendes. Das Ganze muss sicher und zuverlässig sein, also keine Doppeltreffer. Es sollte möglichst realistisch sein, also man sollte den Kampf wirklich beenden. Und es sollte natürlich möglichst historisch korrekt sein. Das heißt, mit den Quellen übereinstimmen und die Techniken der Quellen auch verwenden. Frage: Warum gibt es unterschiedliche Interpretationen und welche davon ist richtig? Nun, unterschiedliche Interpretationen gibt es allein schon deswegen, weil die Leute, die es interpretieren, unterschiedlich sind. Sie haben einen unterschiedlichen Hintergrund, sie haben unterschiedliche Ziele, sie verwenden unterschiedliche Methoden. Die nächste Frage: Was ist richtig? Also was wirklich historisch komplett richtig ist, dazu bräuchten wir eine Zeitreise. Solange wir das nicht haben, können wir das nicht wirklich beantworten. Andererseits muss man natürlich die Frage auch relativ sein. Was ist richtig? Was ist das richtige Karate? Ist es nur Okinawa-Karate? Ist es Shotokan? Es sind einfach verschiedene Stile. Richtig ist, subjektiv betrachtet, was mir persönlich etwas bringt. Ganz einfach. Richtig ist, objektiv betrachtet, was, wenn man es als Kampfkunst deklariert, einfach funktioniert. Das sind Kriterien, die man anwenden kann. Und selbstverständlich, Vielfalt ist eine gute Sache. Das Ziel haben wir ja nun gesehen. Das nächste ist die Frage, wie kommen wir dahin? Nun, wenn man das Wort Rekonstruktion wörtlich nimmt, steckt da Konstruktion drin. Mit anderen Worten, wir haben so eine Art Re-Engineering. Wir müssen das ganze Ding schlicht und einfach neu bauen. Und um sowas zu tun, dafür gibt es Vorgehensmodelle. Wir benutzen ein Vorgehensmodell, das ähnlich ist dem Scrum-Vorgehensmodell. Das bedeutet vereinfacht gesagt, von dem Ziel sind die Eigenschaften bekannt und es wird von Anfang an akzeptiert, dass das Ziel unbekannt ist. Das heißt, ich weiß nicht, wie es aussieht
Und ich muss mich auch von Vorstellungen lösen, wie es vielleicht aussehen könnte, denn dann fange ich an, ja, alles zu verfälschen. Es bedeutet auch, dass man iterativ arbeitet, schrittweise verbessert und testet. So ähnlich wie in der Softwareentwicklung. Das ist unser Weg. Und um diesen Weg zu gehen, muss man natürlich wissen, wie man das bauen kann, was man bauen will. Und ja, üblicherweise haben Kampfkünste eine gewisse Konstruktion, einen gewissen Aufbau. Und genau diesen Aufbau sehen wir uns jetzt einmal an. Um die beschriebenen Eigenschaften auch erreichen zu können, werfen wir mal kurz einen Blick auf die Struktur von Kampfkünsten ganz allgemein. Meistens haben sie so etwas wie einen Kern, der auch gerne als Grundschule bezeichnet wird und immer wieder geübt wird. Komplexere Techniken bauen auf diesem Kern auf und beschäftigen sich natürlich auch mit der Kompensation dieser Basistechniken. Sie weichen jedoch nicht von den grundlegenden Prinzipien dieses Kerns ab. Und da sich Menschen gerne amüsieren, gibt es ganz außen natürlich auch noch etwas, was ich als Playground bezeichnet habe. Das umfasst alle Techniken, die zwar sehr gut aussehen, aber in einem Ernstfall nicht wirklich eingesetzt werden sollten und eigentlich auch nicht dafür gedacht sind. Was uns nun wirklich interessiert, ist der Kern. Denn dieser Kern ist die Basis für eine Rekonstruktion im Sinne des Wortes, die dann anschließend mit den Quellen abgeglichen werden kann. Dazu noch ein weiterer Blick auf die Struktur einer Kampfkunst. Ganz am Anfang stehen Dinge, die ich als Konzepte bezeichne. Solche Konzepte beschreiben beispielsweise Balance, Distanz, Timing, Power, Winkel und natürlich auch die aus den Fechtbüchern bekannten Sachen wie beispielsweise Stärke und Schwäche, hart und weich, vor und nach, indes und so weiter und so fort. In unserem Fall spielen natürlich auch die Eigenschaften der verwendeten Waffe eine nicht ganz unbeträchtliche Rolle. Da wir hauptsächlich den Kern suchen, betrachten wir das Messer nicht in einer sehr speziellen Ausprägung, sondern eher in einer möglichst allgemein gehaltenen. Es ist eine einschneidige, ungefähr armlange Waffe mit einem Parier oder einem Rüstnagel oder beidem. Der nächste und vermutlich entscheidende Schritt besteht darin, aus den Konzepten und den Eigenschaften der Waffe bzw. des menschlichen Körpers eine Methodik zu entwickeln. Lange Rede, kurzer Sinn, aus dieser Sichtweise ist eine Kampfkunst eigentlich nichts anderes als eine methodische Vorgehensweise. Was uns allerdings auch die Möglichkeit eröffnet, zwischen methodisch richtig und methodisch falsch unterscheiden zu können. Methodisch richtig, methodisch falsch. Eine Technik kann man methodisch richtig durchführen, wenn alle Parameter stimmen. Wenn man irgendetwas vergisst, dann ist es methodisch falsch. Dazu ein kleines Beispiel. Dieses kleine Beispiel haben wir mit Stöcken aufgenommen, nicht mit Messern. Messer sind dafür nicht nötig. Ein Stock reicht völlig aus, um zu erklären, was da passiert. Also los. Die einfache Versatzung oder bei Leckküchner auch Bogen genannt, beginnt mit der eigentlichen Versatzung. Dann wird die Waffe bzw. die Hand gesichert und dann der andere getroffen. Wenn man jetzt natürlich die sichernde Hand einfach mal weglässt, dann gibt es eine Klinge an den Hals, was natürlich nicht so toll ist. Eigentlich sollte das so aussehen. Zurück zum Schaubild. Methodik umgesetzt bedeutet für den Körper letztendlich Bewegungsmuster. Bitte verwechselt an dieser Stelle nicht ein Bewegungsmuster mit einer konkreten Bewegung. Ein Bewegungsmuster hat den Sinn, verschiedene Bewegungen möglichst effektiv ausführen zu können. Es ist in sich keine festgelegte Bewegung. Umgekehrt bedeutet das, dass sich Bewegungsmuster wie die Figur 8 beispielsweise hinter gewissen Bewegungen verbergen, ohne dass man sie auf den ersten Blick sieht. Nichtsdestoweniger, sie sind vorhanden. All das, was wir eben gesehen haben, also Konzepte, die Eigenschaften der Waffe, daraus eine sich ableitende Methodik, die Bewegungsmuster, all das endet in Techniken. Das heißt, Techniken sind Umsetzungen all dessen, was wir eben besprochen haben. Techniken, fragt ihr jetzt bestimmt, wo sind die Techniken? Nun, ich habe es ja ganz am Anfang schon einmal gesagt, ich betrachte Techniken als einen Weg, etwas zu erklären, als einen Weg, etwas weiterzugeben,
und natürlich als etwas Durchführbares, aber ich betrachte Techniken nicht als den Kern. Umgekehrt ist es natürlich tatsächlich so, dass das, was in den Fechtbüchern beschrieben wird, ja, Techniken sind. Wir müssen uns also die Frage stellen, wie können wir den umgekehrten Weg gehen? Wie kommen wir von den Techniken hinunter zu den Prinzipien? Nun, dazu gibt es keinen Weg. Das ist einfach nicht möglich. Dazu müssten die Techniken vollständig dokumentiert sein. Das heißt, man müsste wissen, wie sie tatsächlich richtig ausgeführt sind. Ja, was ist richtig ausgeführt? Der ein oder andere von euch, der schon mal einen Kampfsport gemacht hat oder der eine Kampfkunst mal erlernt hat, der weiß sicherlich, dass man Techniken lernt, man übt sie und dann kommt der Sensei und sagt, falsch, weiter üben. Das geht so und geht so und geht so. Ja, so lange, bis man es irgendwann mal tatsächlich richtig kann. Und bei Kampfsportarten, die sowas haben wie Randori oder Kumite, also Freikampf und Übungskampf, da merkt man relativ schnell, dass es ein gigantischer Unterschied ist, ob man eine Technik mit einem kooperierenden Partner einübt, was häufig die erste Stufe ist, oder ob man sie wirklich anwenden will. Anwenden gegen jemand, der die Technik erstens kennt und zweitens, es ist ja ein Kampf, das nichts mit sich machen lassen will. Die Techniken funktionieren aber trotzdem, wenn man sie richtig macht. Wenn man sie richtig macht, bedeutet, dass die Prinzipien, die Konstruktionsmerkmale, die Methoden, die Konzepte der Kampfkunst richtig umgesetzt wurden und dann geht's auch. So, zum Schluss nun alles zusammen. Oben haben wir die Techniken, so wie sie in den Fechtbüchern sind, und unten haben wir das, was wir konstruieren müssen, also Konzepte, Methodik, Bewegungspattern und so weiter und so fort. Sehen wir uns also die Geschichte mal von den Techniken aus an. Techniken kann man als Artefakte betrachten. Das heißt, auf gut Deutsch, sie sind weder vom Himmel gefallen noch zufällig entstanden, sondern es handelt sich um konkrete Ausprägungen einer Methodik. Das bedeutet aber natürlich auch, dass sie außerhalb gewisser Parameter schlicht und ergreifend nicht mehr funktionieren. Als nächstes fällt auf, dass die meisten Quellen zum Messer vermutlich nur eine Untermenge von Techniken abbilden, die der jeweilige Meister tatsächlich kannte. Ebenfalls nicht besonders hilfreich ist die Tatsache, dass die Beschreibung mitunter eher rudimentär ist. Daraus ergeben sich letztlich folgende Fragen. Erstens, welche Schritte fehlen? Zum einen innerhalb der Techniken, das heißt, welche Aktionen des Gegners fehlen? Und zweitens, welche Techniken an sich wurden nicht aufgezeichnet? Und zweitens, wie sind all diese Techniken miteinander verbunden? Aus systematischer Sicht zumindest sollte es diese Verbindungen geben, alleine schon, um das Problem der Vorhersehbarkeit irgendwie in den Griff zu kriegen. So, und nun zum umgekehrten Weg, das heißt von Konzepten, Methoden, Bewegungspattern und so weiter und so fort hin zu Techniken. Nun, was sind dann Techniken, wenn man sie als Resultate von dem betrachtet, was dort unten schematisch aufgeführt ist? Zuerst sind Techniken im Idealfall Best Practices, zu Deutsch Erfolgsmethoden, das heißt optimale und bewährte Verfahren, gewisse Probleme oder gewisse Situationen zum eigenen Vorteil zu beenden. Und es sind natürlich auch Implementierungen der Konzepte, Methoden, Bewegungspattern etc. pp. Das heißt, sie verlassen üblicherweise nicht die Ursprungskonzepte. Und last not least und auch nicht so ganz unwichtig, sie sind ein Weg, das Wissen und die Erfahrung weiterzugeben, wenn, und das hatten wir ja, sie richtig ausgeführt werden. Letztlich muss das natürlich alles zusammenpassen, in einem Wort Ergebnisgleichheit. Oder anders ausgedrückt, die Techniken, die wir in den Fechtbüchern finden, müssen ideal sein in Bezug auf die von uns verwendete Systematik. Es darf keine Widersprüche geben und sie müssen sich im Freikampf auch wirklich umsetzen lassen. Ja, das war jetzt ziemlich viel, gebe ich zu. Bleibt natürlich die Frage, was soll der ganze Aufwand? Warum machen wir das überhaupt? Kann man nicht einfach nur Techniken interpretieren? Nun, natürlich kann man das, aber, und das ist eben dieser konstruktive Ansatz, es gibt aus unserer Sicht Lücken. Lücken in den Aufzeichnungen. Das bedeutet, es werden gewisse Dinge einfach nicht gezeigt und nicht erklärt. Das ist tatsächlich ein echtes Problem, da sich aus der Methodik Dinge ergeben, die einfach vorkommen müssen. Es kann gar nicht sein, dass man so blöd ist, dass man die nicht erkennt.
Und wir gehen mal davon aus, dass die Fechtmeister damals alles andere als blöd waren. Es muss also Hinweise geben. Nun, glücklicherweise gibt es diese Hinweise. Teilweise sind sie sogar direkt. Das heißt, man findet wirklich, was man sucht, wenn man weiß, was man suchen muss. Teilweise sind sie nur indirekt. Ja, warum sind sie indirekt? Da gibt es einen ganz einfachen Grund. Es werden häufig komplexere Techniken aufgezeichnet. Und diese komplexeren Techniken haben einfach den Sinn, einfache Techniken zu kompensieren. Das heißt, sich elegant gegen das zu wehren, was passiert. Normalerweise, wenn man weiß, was da passiert. Wenn man das nicht weiß, ist die komplexere Technik nicht notwendigerweise besser, denn eigentlich hätte die einfache Technik schneller und effizienter zum Ziel geführt. Und wenn der andere sie nicht kennt, dann reicht die völlig aus. Da brauche ich keine komplexe. Die einfache ist einfach, sicher, schnell, funktioniert, Fall erledigt. Komplex brauche ich, ja, wenn es komplexer wird. Dazu zu guter Letzt auch noch ein kleines Beispiel, auch wieder mit Stöckchen, ganz kurz. Eine recht bekannte Technik, die wunderbar funktioniert, ja, wenn man etwas einbaut, was in den Aufzeichnungen fehlt. Hier die Technik langsam und deutlich sichtbar ausgeführt. Versetzen, durchwinden, an den Hals gehen, fertig. Wie man sieht, relativ kompliziert. Und weil es relativ kompliziert ist, ist es auch extrem leicht zu brechen, was natürlich schon etwas irritierend ist. Wenn man nun das hinzufügt, was fehlt, dann kommt was völlig anderes dabei raus und dann stimmt auch wieder die Dynamik. So, das war's dann von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis demnächst.